Drei Dividendenaktien, die in jedes Depot passen und die jeder getrost langfristig halten kann. Ich stelle euch heute drei Dividendenaktien vor, wie gewünscht in der Community-Abstimmung, die es jede Woche einmal bei mir im Community-Bereich gibt. Und wir schauen uns heute Lowe's, also die Baumarktkette an, Abbott Laboratories und Accenture. Ja, zunächst mal Accenture zur Einordnung. Accenture ist ein Average Grower. Nach der Einordnung Peter Lynch. Im Moment zahlt man eine Dividende von 1,7% und ist IT-Dienstleister, also im IT-Dienstleistungssektor tätig. Ist ja auch ein sehr bekanntes Unternehmen, also macht IT-Projektmanagement, auch viel Systemadministration oder auch neuerdings im Cybersecurity-Bereich sehr stark aufgestellt. Im Moment handelt die Aktie mit einem KGV von 27. Schauen wir mal auf die aktuelle Chartsituation von Accenture und ich habe hier mal den absolut langfristigen Chart eingeblendet. Man sieht hier, dass die Aktie ist eine absolute Maschine eigentlich gewesen, ein wirklich sehr, sehr schöner Dauerläufer mit nur seltenen Korrekturphasen. Schauen wir mal in den wöchentlichen Chartbereich rein und wir haben jetzt hier zuletzt eine relativ starke Korrektur gesehen, so ab März 2024. Auf Tagesbasis habe ich hier mal ein Fibonacci Retracement angelegt und hier sieht man den Absturz und wir könnten uns jetzt hier in dieser wichtigen, relevanten Zone, die ich eingezeichnet habe, in grün, stabilisieren und spätestens beim Ausbruch hier über diesem letzten kleinen markanten Hoch von 320 US-Dollar könnte man auf jeden Fall in die Aktie einsteigen. Also da würde ein Aktienkaufsignal ausgelöst werden. Aber auch hier unten bildet sich so ein kleiner Boden. Also für mich langfristig eine sehr, sehr gute Aktie, die auch ja, schon sehr hohen, großen Buchgaben hat. Man hat da nicht so viele Konkurrenz auf dem Markt. Ein deutscher Pendant wäre vielleicht Bechtle, sowas in die Richtung. Ja, im Moment, wenn man die KGVs mal ansieht, ja, da sind die eigentlich im Moment so ein bisschen im historischen Durchschnitt. Man konnte hier den Umsatz sehr stetig steigern. Zuletzt ist aber die Marge etwas zurückgegangen. Das Net Income ist auch immer mit dem Umsatz gestiegen. Wo macht man seine Umsätze? Ja, seine Umsätze macht man durch die Produkte, die man selber hat im Health- und Public Service-Bereich, im Finanzwesen und natürlich auch mit IT und Communication. Also alles, was mit Beratung zu tun hat, da ist eigentlich Accenture sehr stark aufgestellt. 45% der Umsätze macht man in den USA, 32% in Europa und den Rest in anderen Teilen der Welt. Wenn wir mal den Verschuldungsgrad anschauen, sieht man, ja, die haben extrem viel Cashflow, ganz wenig Schulden, sehr viel Cash auch liegen. Also man könnte hier innerhalb also ohne mit der Wimper zu zucken, die komplette Schuldenlast hier tilgen. Also sehr, sehr gute, sehr, sehr starke Bilanz auf jeden Fall. Schauen wir mal das Wachstum an, wie wir schon gesagt haben, Average Grower, also in den letzten Jahren. Ja, natürlich, man kommt hier so ein bisschen aus dieser Corona-Hype-Phase, sind wir so knapp 10% gewachsen. Ja. Schauen wir mal auf die Free Cashflows. Die Free Cashflows, die sind auch jedes Jahr gewachsen. Zuletzt 2020, 2021 auf 2023 nur noch sehr, sehr leicht. Aber man hat davor halt eben auch diese starke Wachstumsphase aus Corona gehabt, mit der ganzen Homeoffice-Zeug, mit der Cybersecurity, die natürlich noch wichtiger geworden ist. Und auch umsatzseitig haben wir jetzt zuletzt nur noch 4% Wachstum gehabt, aber ich denke, dass das dann in Zukunft wieder deutlich erstarken sollte. Zu den Total Common Shares Outstanding, die wurden hier teilweise erhöht, teilweise dann wieder reduziert. Jetzt zuletzt hat man aber schon seit 2018 angefangen, hier Aktien zurückzukaufen. Also auf jeden Fall ein schöner Trend, den man jetzt hier sieht. Und auch Price-to-Cashflow-Ratio ist im Moment eigentlich im Rahmen, wie es auch in der Vergangenheit immer war. Also eigentlich ein fairer Wert. Ja, Dividenden-Yield ist gerade bei 1,7% und das ist eigentlich auch historisch gesehen schon eher sehr hoch für die Aktie. Und ausblicksmäßig soll es auch weiter gute Ergebnisse geben in den nächsten Jahren. Also für mich ein Top-Titel. Ja, dann schauen wir auf die nächste Aktie. Das ist ja hier, wo sind wir bei Lowe's? Lowe's, der No-Grower, müsste man schon fast sagen. Ja, man wächst ja eigentlich gar nicht mehr. Im Moment hat man ja sogar zuletzt Quartalszahlen vorgelegt, wo man geschrumpft ist. Aktuell mit einer Dividendenrendite von 1,92% und ist eine Baumarktkette mit einem KGV von 17, also eigentlich relativ günstig.
Man hat jetzt hier einen kleinen Rückgang gehabt bei den letzten Quartalszahlen, aber meines Erachtens ist es trotzdem eine wirkliche extrem gute Aktie. Ich habe natürlich versucht, jetzt hier für jeden was rauszupicken, was für jedes Depot natürlich geeignet wäre. Und Lowe's in meinen Augen ein absolut stabiles Geschäftsmodell, wo nicht viel anbrennen kann. Ja, der US-Markt, also die Leute in den USA, die lieben es, Home Improvement zu machen. Also für mich Baumarktkette absolut defensiv und sehr gut aufgestellt. Klar, man wächst hier nur noch sehr, sehr langsam, beziehungsweise jetzt im Moment gar nicht, aber das soll sich auch in Zukunft wieder ändern. So, dann schauen wir mal auf den langfristigen Chart. Ich habe schon einen Trendkanal hier eingeblendet. Grundsätzlich ist die Aktie sehr stark gelaufen. Hat immer wieder so ein bisschen Zyklik auch mit drinnen, wie zuletzt auch in Corona. In Corona lief es ja auch zum Beispiel sehr gut. Auf Wochenbasis sehen wir schon, dass die Aktie zuletzt hier etwas korrigiert hat. Auch nach den letzten Quartalszahlen ging es hier ein bisschen nach unten. Aber grundsätzlich ist hier noch nichts angebrannt. Wir sehen auch, dass hier wichtige Unterstützungszonen angelaufen werden. Hier in diesem Bereich, was ich eingezeichnet habe, dieser beige Block. Und wenn wir jetzt hier eine kleine Trendumkehr sehen würden, das würde dann auf jeden Fall auch ein Einkaufssignal auslösen. Also im Moment frühestens hier über 237 US-Dollar, aber ich hoffe oder ich glaube, dass hier unten vielleicht nochmal eine kleine Bodenbildung stattfinden könnte. Also für mich absolut langfristig ein Top-Titel, den ich auch sehr, sehr gut finde, zumindest charttechnisch. Dann schauen wir auf die KGVs. Die KGVs sind auch im Moment im Vergleich zu den letzten Jahren auch günstig bewertet. Der Umsatz ist leicht gesunken seit Corona. Ja, wie gesagt, man hat halt da so einen richtigen Hype erlebt und daraus resultierend sind jetzt hier auch die Umsätze wieder gesunken, nachdem Corona jetzt vorbei war. Es wurde ja auch schon so ein bisschen was vorweggenommen bei Lowe's durch diesen Hype. Auch deswegen sind die Margen jetzt im Moment rückläufig. Man hat natürlich auch so ein bisschen Probleme, was die Consumer angeht. Die sind natürlich auch durch die hohen Zinsen im Moment etwas zurückhaltend, was Ausgaben für neue Renovierungen und so weiter angeht. Ja, wo macht man seine wichtigsten Umsätze? Also das Wichtigste sind hier Appliances, irgendwas mit Outdoor, Holz, Garten, im Küchenbereich, Hardware, irgendwelche Baustoffe und Farbe. Und man macht 100% seiner Umsätze nur in den USA. Man steigert seine Dividende hier relativ stark auf jeden Fall an. Und man ist hier auch im historischen Schnitt, hat man hier eine sehr hohe Dividendenrendite im Moment. Und das Einzige, was sehr hoch ist, ist die Verschuldung zum Schuldengrad. Da haben wir eine 8-fache Verschuldung, Free Cashflow zu Debt, also relativ hoch. Aber das liegt auch daran, dass Lowe's extrem stark seine Aktienanzahl reduziert. Hier sieht man nochmal das Gleiche mit dem Revenue. Die Total Assets konnten aber auch relativ gut weiter gesteigert bzw. gehalten werden. Die Liabilities sind von 2022 auf 2023 sogar rückläufig gewesen. Und wenn man sich den Free Cashflow hier mal anschaut, ja, dann sieht man eigentlich, dass hier eine absolut krasse Steigerung war zu Corona und man jetzt eben auf diese normalen Level wieder zurückkommt. Sieht man jetzt hier schön, die Total Common Shares Outstanding, wahnsinnig, wie diese Aktie also wie dieses Unternehmen ihre Aktienanzahl reduziert, also wirklich bärenstark, gefällt mir sehr, sehr gut. Da kriegt man natürlich extrem heftigen Rückenwind hier von Lowe's. Wenn die ganzen Aktien vernichtet werden, erhöht es die Earnings per Share und da kommt dann auch ein bisschen so dieses Wachstum her für die Aktie. Ja, hier sieht man die Dividendenrendite bzw. Historie nochmal, Payout Ratio im Moment so bei 30-40% und in Zukunft soll die Aktie jetzt auch nach diesem Jahr wieder im Umsatz zulegen, beziehungsweise bei den Earnings per Share und dann soll der Wachstumspfad wieder aufgenommen werden. Wenn euch mal da eine tiefere Analyse zu Lowe's interessiert, da würde ich gerne ein Video dann dazu machen. Könnt ihr mal gerne in den Kommentaren mal eure Meinung zu dem Unternehmen dalassen und ob ihr da noch mehr sehen wollt. Ja, dann die nächste Aktie ist Abbott Laboratories, ist ein Slow Grower im Moment. Wir haben da die Dividendenrendite von 2,14% und wir sind im Medizintechnikbereich, also auch ein sehr wichtiger Sektor. Und da rührt auch so ein bisschen das hohe KGV her. Wir haben nämlich im Moment ein KGV von 32, also natürlich schon relativ hoch dafür, dass wir eigentlich nur so ein Slow bis Average Grower sind, beziehungsweise im Moment wachsen wir da eigentlich gar nicht, weil wir auch hier aus so einer Corona-Hype-Hochphase rauskommen. Schauen wir mal auf den absolut langfristigen Chart hier im Monatsbereich und da sehen wir, die Aktie ist ein absoluter Dauerläufer.
Ja, so 89 bis 2011 gab es mal so eine kleinere Seitwärtsphase, beziehungsweise wo es ein bisschen stagniert hat oder langsamer voranging. Aber jetzt zuletzt haben wir uns auch wieder davon gelöst und sind jetzt so ein bisschen in der Korrektur nach Corona. Schauen wir mal auf Wochenbasis, habe ich schon mal eingezeichnet. Hier sehr schön diese Seitwärtsphase, die man hier aufgelöst hat nach oben. Nach diesem Überschreiten von dieser Seitwärtsphase sind wir jetzt hier langsam am Runterbröckeln. Schön hier in Richtung dieses 81,6er Fibonacci Retracement, so knapp über 100 Dollar. Also bei 100 US-Dollar kann ich mir gut vorstellen, dass die Aktie hier versucht, einen Boden zu bilden. Im Moment würde ich den frühesten Einstieg hier bei 108 US-Dollar sehen. Also im Moment erst hier mal nochmal abwarten und eine bessere Bodenbildung, ja, abpassen sozusagen, aber auch eine gute charttechnische Situation da im Moment. Schauen wir mal hier auch auf die finanzielle Lage bei dem Unternehmen. Ja, die Valuation, die ist sogar eigentlich relativ niedrig im Moment. Quartärlich, wenn man so anschaut, ist er auch wieder leicht gestiegen, aber ist eigentlich in Ordnung. Hier sieht man, der Umsatz ist auch leicht rückläufig gewesen, eben seit Corona, wo man doch diesen sehr, sehr starken Anschub auch gesehen hat. Ja, die Netmargen ist auch wieder auf rückläufigem Wege. Ist ja logisch, man kann einfach nicht mehr diese hohen Preise hier durchsetzen. Aber man befindet sich immer noch margentechnisch und so weiter über dem Niveau von Corona. Was vertreibt man hauptsächlich? Ja, 42% Medical Devices, dann diagnostische Produkte und Nutrition, also Eiweißriegel und sowas verkauft man auch. Also man ist jetzt nicht dieser typische Pharmakonzern. Die Umsätze werden zu knapp 40% in den USA generiert und der 35% in allen anderen Ländern. Da hat man hier noch so ein bisschen Deutschland, China, Indien, aber eher im kleineren Rahmen. Ja, die Dividende wird eigentlich auch relativ stark gesteigert. Man hat hier auch eine relativ hohe Dividendenrendite jetzt gerade, historisch gesehen, aber mit einer relativ hohen, ja, Ausschüttungsquote von hier 66%. Und man hat eine Verschuldung von 3, also Free Cashflow to Debt Ratio, eigentlich völlig im Rahmen. Das ist ein guter Verschuldungsgrad. Das ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Schauen wir mal auf den Free Cashflow. Der Free Cashflow, klar, wie der Umsatz auch an sich, der ist auch hier gefallen seit Corona, aber wir sehen auch davor, da war die Entwicklung eigentlich relativ gut und ich glaube auch, dass in Zukunft diese Entwicklung wieder, ja, aufgenommen wird in die richtige Richtung. Ja, hier nochmal mit dem Umsatz. Schauen wir mal auf die Total Common Shares Outstanding der letzten Jahre. Ja, 2017 haben wir hier noch 1,74 Billionen und jetzt haben wir 1,73. Also die wurde eigentlich hier zwischenzeitlich immer mal wieder gesteigert. Jetzt wird die gesenkt. Seit 2022, 2021 versucht man hier Aktien zurückzukaufen. Also schon mal ein erstes gutes Anzeichen für uns als Aktionäre oder potenzielle Aktionäre. Und die Price-to-Cashflow-Ratio, die ist jetzt im Moment auch etwas erhöht, aber ist natürlich klar, man preist jetzt hier eben ein, dass die letzten Gewinne bzw. Umsätze eben nicht mehr gehalten werden und jetzt kommt so ein bisschen auf die Zukunft eben an. Hier nochmal zu der Dividendenhistorie und auch in Zukunft nach 2024 soll man hier wieder weiter stark wachsen bei den Earnings per Share und auch bei den Umsätzen soll es hier wieder nach oben gehen. Also grundsätzlich alles drei, ja, eigentlich Aktien, die für jeden geeignet sein können. Es kommt halt eben darauf an, was man eher braucht. Braucht man was mehr wächst, dann wäre Accenture vielleicht die erste Wahl. Ist es einem weniger wichtig, wie stark ein Unternehmen an sich wächst und man setzt eher auf diesen Shareholder Return, also hohe Dividende oder relativ hohe Dividende mit einer guten Steigerung und auch eben dieses große, starke Aktienrückkaufprogramm von Lowe's, dann ist Lowe's ein absolut Top-Pick für ein defensives Portfolio. Oder möchte man was aus dem Medizinbereich, der etwas stabiler ist oder beziehungsweise nicht so stark abhängig von irgendwelchen einzelnen Medikamenten, wie zum Beispiel eine AstraZeneca oder eine Johnson Johnson oder eine Merck oder irgendwie sowas, dann ist Abbott natürlich auch ein guter Pick, vor allem wenn man hier in diesen Medizintechnik-Bereich rein möchte. Von dem her in meinen Augen ist hier für jeden was dabei und deswegen eben auch 3 Aktien für jedes Dividendenportfolio beziehungsweise 3 Dividendenaktien für jedes Depot und mindestens eine, denke ich, ist da für jeden irgendwie interessant
Und wenn ihr jetzt mit einer der Aktien, also einer von den 3 Aktien, noch eine tiefere Analyse vielleicht sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, ciao.